Man bekommt heute einfach einen Anzug von der Stange, man bekommt einfach sagt, jawohl, man kauft einen Anzug. Aber was genau in dieser Anzug beinhaltet, wie das in der Entstehung ist, da beschäftigen wir uns viel zu wenig. Früher haben die Menschen immer die Maßanzüge getragen, weil nichts anderes nicht geht, weil damals gab es noch keine Konfektionswagen, da wird jeder Teil von der Schneider hergestellt. Man hat wahrscheinlich selber die Wolle gewoben. Und die Oma hat irgendwas dazu beigetragen und der Nachbarschneider hat was dazu beigetragen. Da haben jeder den Maßanzug getragen. Ja. Und heute ist es so, durch diese Industrialisierung, da haben wir auch natürlich langsam keinen Kontakt mehr zu den Wolle, haben wir keine Verbindung mehr. Also wir wissen nur, dass der Anzug ist von dem Geschäft. Ja. Also auf jeden Fall nach der Farbe, nichts Helles, meist immer dunkles Zeug, sage ich mal. Oder was heißt meist immer dunkles, aber halt nichts so ganz Auffälliges, was ganz Normales halt. Und ja, eher dezent, sage ich, nicht so aufgefallen. Dass sie nicht jeder hat, dass sie, wenn es geht, möglichst irgendwie Fairtrade sind, also keine Kinderarbeit und so. Und dass sie schwarz oder lila oder rot sind, was anderes trage ich eigentlich nicht. Dass sie ihnen gefallen, man sich wohlfühlt. Ich bin da sehr kritisch. Also mir geht es darum, dass mir die Sachen sehr gut gefallen und dass ich auch weiß, dass sie mir später sehr gut gefallen und dass ich sie gut kombinieren kann. Also meistens eben recht schlichte Sachen. Umweltfreundlichkeit, Herstellungsprozess, dass der Herstellungsprozess in Europa möglichst stattfindet, kleine Labels, keine Massenware und bezahlbar soll es sein. Also muss irgendwie in einer Weise angeregt werden, sich Gedanken zu machen, kaufe ich dieses Stück oder greife ich lieber zu was anderem, weil ich hier die Möglichkeit habe, hier vielleicht was mit meinem bisschen Geld zum Guten zu verändern. Oder vielleicht doch noch einfacher, weil viele Leute auch an das gar nicht denken, selber einen persönlichen Vorteil davon zu haben. Das wäre ein sehr wichtiger Schritt. Man müsste schauen, welche Leute was tragen und schauen, wie kann man darauf umgehen. Also in einem Bekleidungsgeschäft, sagen wir so, der klassische Herrenausstatter, den es heute nicht mehr so oft gibt, aber den es auch noch gibt, der hat eine relativ geringe Kundenfrequenz. Und der kann auf seinen Kunden in einer besonderen Weise einwirken. Aber das geht jetzt vielleicht nicht für den, der durch Masse verkauft. Und das ist immer ein Problem zwischen denen, die einen verkaufen es durch Qualität, die anderen machen es durch die Masse. Wie kann ich es denn erreichen, dass Leute, die in der Masse wenig Geld ausgeben wollen und weil sie auch nicht viel Geld haben, doch sagen, wir schauen, dass diese Dinge doch aus einem nachhaltigeren Produktionsablauf kommen. Ja, das haben Sie recht. Ja, wir sehen unsere Kunden nicht so oft. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Ich finde, das ist genau auch unser Ziel, dass die Kunden lange von den Teilen davon. Ja. Und das überzeugen unsere Kunden auch. Wir wollen unseren Kunden gerne sagen, okay, da ist eine Qualität drin, da ist die Wertigkeit drin, damit arbeiten sie lange, damit haben sie lange Freude. Und wir würden auch nicht gerne nach einer großen Stückzahl arbeiten, sondern wir sagen, wir machen einen Teil, dafür ist das richtig. Nee, das ist genau, was wir nicht wollen, dass die Kunden sagen, Ihr Anzug können wir nur 2 Jahre halten, und jetzt muss ich neu zulegen. Nee, das würde ich nicht mit mir machen, das würde ich auch den Kunden nicht antun. Jawohl. Also wenn wir mal einen Erklärungsversuch wagen aus Sicht der Marketingphilosophie. Bei der geht es darum, wertvoll zu sein. Also so viel Wert, wie man stiftet, so viel Gegenwert bekommt man dann. Also Firmen wollen Gegenwert im Sinne von Geld, also versuchen sie, so wertvoll zu sein, wie es ihnen möglich ist. Und wertvoll ist man dann, wenn man Bedürfnisse befriedigt, die der andere tatsächlich hat. Wenn wir uns jetzt mal das Phänomen der Billigtextilien anschauen
und hinterfragen, welche Bedürfnisse werden denn damit eigentlich befriedigt. Dann kommt da eine ganze Latte raus. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Also ein Grundbedürfnis kann natürlich sein, ich brauche tatsächlich eine neue Kleidung. Ja, das ist mal das Oberste. Aber dann kommt dazu, ich gönne mir was, ich kaufe mir was Neues. Ja? Oder ich kann es mir leisten, ich bin toll. Ja? Oder Zeitvertreib. Ich weiß nicht, was ich tun soll, gehe ich kaufen. Entweder online oder offline. Oder tatsächlich, ich will modern sein, will mein Image bilden. Ja? Und so gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Latte von Bedürfnissen mehr, die man mit diesem Geschäftsmodell der Billigtextilien befriedigen kann. Wenn man jetzt sagt, wie kann man zu einer nachhaltigeren Textiliennutzung kommen, muss man eigentlich von diesem Bedürfnis ausgehen, von diesem Bedürfnis der Menschen und sagen, wie kann ich diese Bedürfnisse auch mit anderen Geschäftsmodellen befriedigen? Also wie kann ich ähnlich wertvoll sein, aber mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell? Wir brauchen also Innovationen im Hinblick von Geschäftsmodellen, die genauso voller Wert sind. Also wenn man Nachhaltigkeit unter dem Umweltaspekt beurteilt, dann würde ich als erstes zunächst versuchen zu schauen. Das ist nicht immer leicht und es ist auch nicht immer möglich. Aber ich würde versuchen erstmal zu schauen, wo kommt die Ware her. Also aus was ist sie und vor allem auch, wer hat sie gemacht und unter welchen Bedingungen. Das ist ganz wichtig. Wenn man sehen, das ist dieser Prozess. Das ist ein sehr aufwendiges Prozess. Also zuerst muss man das richtige Material auswählen. Da gibt es verschiedene Wolle. Die Wolle, die in Türkei leben, die Wolle in Südafrika leben, die Schafe, die in Australien leben, die haben verschiedene Eigenschaften. Und wenn man sagt, okay, wenn wir ein entsprechendes Kleidungsstück produzieren, dann muss man schauen, welche Wolle aus dieser Gegend am besten passend ist. Manche Wolle wird geschoren, manche wird einfach gekämmt. Und wenn man diese Rohmaterial hat, wird dann erstmal gesponnen. Sie wird gereinigt. Je hochwertig diese Wolle ist, umso wenig dieser Reinigungsprozess. Ja. Und die Wolle wird erst gereinigt, wird gesponnen, dann wird dann erst in die Weberei geschickt. Aber was ganz, ganz wichtig dabei ist, das Wasser. Nach unserer Kenntnis ist es pro Meter Wagen, die Wolle für die Herstellung, benötigen wir ungefähr 80 Liter Wasser. Und am besten ist Kalkarmwasser. Und allein diese Natürlichkeit, diese Weichheit, die kommen alles von dem Wasser, vom Waschen. Du musst immer wieder so oft wie möglich gewaschen werden. Ja. Und das ist noch diese Entstehung von Wolle. Und ich glaube, das ist, was ich gesprochen habe, es ist nur eine ganz, ganz grob Bezeichnung. Also wenn ein Schneider so einen Anzug näht, die benötigt ungefähr 50 bis 60 Stunden. Aber das ist ein anderes Prozess. Wir haben einen Industrialisierungsprozess. Das heißt, dass jeder Arbeitsgang wird spezialisiert. Durch diese gute Maschine, die innovative Maschine, da haben wir es natürlich viel anders wie früher, in der früher der Schneiderei. Deswegen brauchen wir jetzt viel weniger Zeit dafür. Wir brauchen für eine ganz normale Größe, zum Beispiel Ihre Größe, brauchen wir ca. 3,5 Meter. Und wissen Sie, wie breit die Bahnen ist? 1,5 Meter, ja, Sie sind gut informiert, ja. Kaufen sich viele oft mal für 20, 30 Euro mal da, SP-T-Shirt oder was weiß ich, H&M und wie sie alle heißen. Und wenn sich dann die Leute über die Preise, wenn das diesen Produktionsstandards und Materialstandards entspricht, sich aufregen und man sagt, jetzt rechnen Sie mal das Stück, den Mantel ziehen Sie jetzt vielleicht 3 oder 4 Winter an. Brechen wir den Preis auf das runter und wie oft gibt man dann aber ein Fuffi aus für mal das T-Shirt oder für das? Dann ist es ja auch Nachhaltigkeit, wenn ich was länger benutze und nicht nach. Also da muss man viel reden, aber es ist Umdenken schon bemerkbar. Ich habe schon viele Sachen, die ich von der Jugend habe, die mir überhaupt nicht mehr gefallen. Irgendwie Baggies und so ein Zeug. Das habe ich dann meinem kleinen Bruder gegeben. Ja? Also, das habe ich nicht selber behalten. Ja, schon.
behalte ich Klamotten trotzdem und nehme sie halt dann zum Schlafen oder zum Sport. Ich bin jetzt 32 und ich trage seit 20 Jahren schwarz, lila und rot. Das hat sich nicht geändert. Ich muss jetzt beruflich ein bisschen legerer rumlaufen, aber eigentlich ist es immer noch das Gleiche wie vor 20 Jahren. Kleider, Rüschen, schwarz, lila, rot. Wenn sich mein Geschmack ändert. Alte Sachen ausmisten und wieder losgehen und neue kaufen. Das sind Diskussionen, die ich schon seit langer Zeit immer hatte, oder Gespräche, in denen wir mir gesagt haben, na gut, du kaufst jetzt ein Kleidungsstück. Schon früher mit Lebenspartnern, die ich hatte, ja, die haben es sehr, sehr oft ausgetauscht. Und ich hatte vielleicht immer dieselben Sachen. Und das war immer so die Frage. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich nachhaltiger? Natürlich kann man etwas, was nicht viel kostet. Ja. Es gibt ja Firmen, es gibt so ein berühmtes Beispiel, das ich da immer zitiert habe, bei einem ja, ziemlich bekannten Hersteller, der eine große Bekleidungskette hier betreibt, Hemd mit Krawatte 9,90 €. Und da ist eigentlich klar, das kann nicht nachhaltig sein. Ich finde, das ist zu teuer. Da bin ich selber, ich finde diese Schnelllebigmode, wenn ich denke, wenn ich einmal 100 € auf den Tisch lege und dafür nur 1 oder 2 Saison anziehen kann, das ist mir viel zu teuer. Es tut mir leid, das mache ich nicht mit. Dann würde ich lieber eine Grundbasis-Stil haben und was Schönes haben und dafür zudem aktuelle Farbe, was dazu zu ergänzen, die kleinen Accessoires dazu zu ergänzen. Da würde ich nicht mitmachen. Es muss nicht sein, dass die teure Ware die bessere ist. Und auch bei der teuren Ware wissen wir vermeintlich auch nicht immer, wo sie herkommt. Das ist ja das Ziel, das man auch in der Politik mal von der Seite unseres Entwicklungshilfeministers vorgegeben hat. Und Müller. Und der hatte eine gute Idee dazu. Und das dient nicht nur, diese Idee, nicht nur dazu, dass man die Bedingungen für die Einzelnen, die in diesen Ländern, in diesen Drittländern sitzen, verbessert und die Lebensqualität für sie steigern kann. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Sondern es trägt letztendlich auch zur Nachhaltigkeit von Kleidung bei, wenn es richtig laufen würde. Wenn die Menschen einfach erkennen, dass diese Produkte von ihrem primären Nutzen her, den sie selber spüren, und von dem sekundären Nutzen, also den sie für die Welt dann erzeugen, wenn sie spüren, dass diese Produkte diesen Wert haben, dann sind sie auch bereit, dafür Geld zu geben. Und dann haben die Unternehmen wieder ihr Ziel erreicht, natürlich ihren Gewinn zu machen. Das müssen sie ja. Also Wirtschaft lebt von geschöpftem Wert, also von Umsatz und Ertrag. Wenn das einzelne Produkt einen höheren Wert hätte, dann wäre beim Einzelprodukt die Wertschöpfung einfach höher. Also müssen wir dazu übergehen, wenn wir Ressourcen sparen wollen, ja, dass das einzelne Produkt, das einen bestimmten Grad an Ressource benutzt, einfach einen höheren Wert hat. Und damit haben wir denselben Effekt, wie wenn Sie eine ganze Reihe von Produkten haben mit niedrigem Wert, dann ist die Summe der Wertschöpfung genauso groß mit vielen, vielen verschwendeten Ressourcen, wie wenn Sie ein Produkt haben, das einen höheren Wert hat. Wir können sagen, es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Verarbeitung auf dem Markt. Ein Anzug kann aus 50 Teile bestehen, ein Anzug kann aus 250 Teile bestehen. Und je aufwendig dieser Prozess ist, je aufwendig diese Verarbeitung ist, natürlich umso mehr, besser ist die Qualität, auch die Nachhaltigkeit. Ja. Und das müssen Sie einfach entscheiden, ist das eine schnelle Kauf, ein Anzug, die auch kurzlebig ist, oder man sagt, okay, wir nehmen lieber die Qualität, dass sie auch die lang zu mir tragen, dass man auch irgendwann die Chance hat, mit den Klamotten eine Beziehung aufzubauen. Je länger man ein Stück hat, umso entstehen diese Beziehungen. Also die Klamotten, die passt dem Körper auch an. Und dass man drinnen sich auch wohlfühlen. Die English Adliger, die haben auch die Klamotten lebenslang und die sind auch stolz dabei. Das macht einen Unterschied. Schmeiße ich dieses Kleidungsstück, das mir gar nicht viel bedeutet, nachher irgendwo ungefaltet irgendwo hin? Oder hänge ich es, wie ich es seit vielen Jahren mache, jedes Jackett, jedes Hemd sorgsam auf, ziehe ich die Schuhe auf einen Schuhspann, auch solche Sachen. Aber es müsste auf jeden Fall eine Mode sein, die sich in einer anderen Weise definiert als nur danach, was tragen die Bekannten, was tragen die Stars. Weil die tragen vielleicht nächstes Jahr was ganz anderes. Aber es gab mal Leute, die sind bekannt geworden, weil das, was sie trugen, zwar alt war, aber doch zeitlos.
Und das finde ich ist für mich persönlich immer ein ganz interessanter Ansatz gewesen. Wie kann man was tragen, was zeitlos ist und gut und woran ich auch vielleicht auch noch in einigen Jahren Freude habe.